Hallo Holzfreunde! Nach dem Intro zeige ich euch, wie ich einen Massivholz-Nachttisch baue, der mit einer French Cleat Wandhalterung angebracht wird. Den Nachttisch baue ich aus dieser Kernesche. Zuerst säge ich mir alle Teile grob zurecht. Für die Tischplatte brauche ich 4 Kanthölzer, für die Seitenteile jeweils 2. Danach richte ich alle Teile von 2 Seiten ab. Die Esche ist ein heimisches Holz, was sehr gut zu verarbeiten ist. Es hat eine schöne Maserung und lässt sich super zum Möbelbau einsetzen. Den Bauplan für diesen Nachttisch könnt ihr wie immer kostenlos herunterladen. Jetzt wird alles auf Dicke gehobelt. Das Kantholz hobel ich jetzt auf eine Dicke von 3 cm. Und nicht wundern über die Späne, meine Absauge ist leider verstopft gewesen. Die Tischplatte verleime ich mit Hilfe von Flachdübeln, sogenannten Lamellos. Diese haben den Vorteil, dass sich die einzelnen Kanteln beim Verleimen nicht in der Höhe verschieben können und geben der ganzen Tischplatte noch ein wenig mehr Festigkeit. Beim Verleimen darauf achten, dass überall genug Leim hineinkommt. Kleiner Tipp fürs Verleimen: immer etwas Frischhaltefolie unterlegen. So spart man sich das Reinigen der Zwingen. Den Vorteil der Lamellos sieht man jetzt hier. Da es nach dem Verleimen kaum Höhenunterschiede zwischen den einzelnen Hölzern gibt, langt jetzt einfaches Schleifen. Nach dem Schleifen säge ich jetzt mit Hilfe einer Führungsschiene die Platte auf Maß.
und fräse mit der Kantenfräse noch eine dekorative Phase an die Kanten. Die gleichen Arbeitsgänge habe ich auch mit den beiden Seitenteilen gemacht. Um die Seitenteile mit der Tischplatte zu verbinden, kommt wieder die Flachdübelfräse zum Einsatz. In die Seitenteile fräse ich jetzt eine Nut, um ein Regalbrett einzulassen. Damit die Nut auf beiden Seiten gleich ist, habe ich beide Seitenteile nebeneinander gelegt und oben parallel gegen einen Anschlag gelegt. Die Seitenteile bekommen jetzt noch einen Verbinder für das Querholz. Dieses gibt den Ganzen etwas mehr Halt und nimmt unsichtbar die French Cleat Halterung auf. Hier stecke ich jetzt alles lose zusammen, um zu sehen, ob alles passt. Sieht ganz so aus. Jetzt säge ich mir zwei Leisten mit einer 45 Grad Schräge zurecht. Und befestige diese mit zwei Schrauben an dem Querholz. Die French Cleat Leiste darf auf keinen Fall überstehen, sondern muss etwas zurückgesetzt montiert werden. Deswegen steht das Querholz 20 mm zurück und die Leiste ist nur 18 mm hoch. Das ist das Gegenüber, was an der Wand befestigt wird. Dieses wird jetzt in Waage an der Wand befestigt. Der Nachttisch wird jetzt einfach nur eingehängt und zieht sich automatisch gegen die Wand. Und nicht wundern wegen der Farbe, ich habe meinen Nachttisch noch gebeizt. Der Nachttisch ist auf jeden Fall im Lot. Wollt ihr mich unterstützen und auch mehr Videos von mir sehen? Dann abonniert meinen Kanal.